Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einer ganz besonderen Folge und einer Art Premiere, zumindest einer halben Premiere. Denn vor einigen Tagen ist ja vielleicht einer der profiliertesten Designer bei Mercedes, Bruno Sacco, gestorben. Ein ganz großer Name, der mir leider in meinem Podcast fehlt, aber aus gesundheitlichen Gründen hat es nicht mehr geklappt, ihn zu interviewen. Er hat fantastische Modelle verantwortet, angefangen natürlich mit dem Prototypen C111 und die S-Klasse W126 ist uns allen Begriff, W140 hat er nachher als Leiter der Stilistik mitverantwortet, wie es bei Mercedes hieß, den 190er, den bis zum W220 eigentlich, die E-Klasse W124 und natürlich den SL R129 nicht zu vergessen. Und ich bin mit einem heute verbunden, den kennt ihr auch aus meinem Podcast und der hat ganz viele tolle Anekdoten zu erzählen gehabt und da habe ich gesagt, Mensch, wir müssen immer noch mal irgendwas machen, denn ich habe zwischenzeitlich einige Male mit ihm telefonieren dürfen und das sind immer ganz erfrischende, ganz interessante Telefonate, weil er wirklich ganz viel Wissen um die einzelnen Modellreihen hat und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist für euch Bernhard Wippern. Hallo, Herr Wippern. Hallo, Servus und liebe Mercedes-Gemeinde, herzlich willkommen. Ja, das ist schon mal gleich mal ein fröhlicher Gruß. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja. Ich habe es jetzt gerade eben schon gesagt, Bruno Sacco ist leider verstorben. Wir wollen heute über einige Modelle reden. Nicht nur zufällig sind das natürlich auch Autos, an denen Bruno Sacco zumindest stilistisch mitgearbeitet hat. Sie kamen ja eher von der Ingenieursseite, waren lange auch als Direktor bei Mercedes. Haben Sie Bruno Sacco mal persönlich getroffen? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie das Thema Bruno Sacco ansprechen. Hat mich natürlich sehr getroffen. Die Nachricht kam ja doch schon vor einigen Tagen und hat mich in der Tat tief getroffen. Ja, ich habe ihn natürlich erlebt, weil Sie wissen, ich habe ja unter anderem so in den 90ern alles, was so rund um Designo geht, da habe ich ja doch so ein bisschen dort mitgearbeitet und mitgewirkt. Und Bruno Sacco war schon jemand, der, als wir die Individualisierung auch vor Designo angefangen haben, dort sehr, sehr offen war für seine Dienstfahrzeuge und wir durften dann doch einige C140, also 3 waren sicherlich sehr individuell gestalten und ich kann mich durchaus noch an seine klare Haltung, an seine klaren Vorstellungen vor allem orientieren. Was er überhaupt nicht wollte, waren Kohlekästen, also dunkle Autos, das war überhaupt nicht sein Ding. Ja, es musste hell sein, die Farbe Helios, kann ich mich entsinnen, hat ihm sehr gut gefallen. Auch andere helle Töne. Jetzt könnte man sagen, wenn man so ein Auto jeden Tag braucht, schwierig. Ja, das ist natürlich so. Die Autos, die mussten dann nach einem Jahr auch eine intensive Aufbereitung bekommen, denn so helles Interieur ist natürlich nicht unbedingt sehr pflegeleicht. Aber er hat da immer stilsicher seine Vorstellungen realisiert. Und das ein oder andere Mal kam es dann auch mal vor, dass eine Naht aus seiner Sicht nicht so perfekt war. Gott sei Dank war er aber Techniker genug, wenn man ihm klar gemacht hat, warum das so ist und weil man die Nahtführung so machen musste, hat er es immer akzeptiert und es gab letztendlich nie Kritik. Das fertige Auto war immer fein und er hat gesagt, gut, ist in Ordnung, passt so. Also manchmal muss man einfach sagen, kommt ein Airbag dahinter raus, da muss die Naht langlaufen, oder? Ja, so ungefähr. Ja. Also Airbag ist noch mal ein separates Thema. Airbag-Belederung und generell Belederung im Innenraum. Das ist natürlich etwas, als dann diese Technik wie die Airbags in den Fokus gerieten, einmal am Lenkrad, aber natürlich auch an der Instrumententafel. Da war das schon sehr, sehr schwierig. Und wenn Sie Bruno Sacco ansprechen, ich hatte ja schon angedeutet, er war auch jemand, der dem Thema Individualisierung ab 95 IAA dann Designo, ich war damals auch selber IAA 95, die ganze IAA, auf dem Stand, hatte dort Standdienst, war sehr, sehr spannend. Und er war diesem Thema sehr offen gegenüber. Und wir hatten auch von ihm immer einen Mitarbeiter abgestellt, der aus Designsicht dieses Thema Individualisierung begleitet und der auch sehr, sehr wertvollen Beitrag geleistet hat, aber immer eng abgestimmt mit ihm. Und wir hatten eben auch mal so, ich sag mal, wir haben es immer Designo passiv dann später genannt, so wirkliche Einzelstücke, da haben wir auch so ein paar Autos gemacht, die mit der Serie dann noch mal weniger zu tun hatten und ich hatte damals bei meinem Verantwortungsbereich auch regelmäßig Studenten respektive Studentinnen, die in dem Bereich unterwegs waren während des Betriebseinsatzes bei mir. Und eine Dame, die sehr, sehr interessiert war an dem Thema Designo, Individualisierung, die hatte dann das Glück, die hat von mir einen Auftrag bekommen, da hatten wir einen sehr potenten LKW-Kunden, der unbedingt eine voll individualisierte E-Klasse Baureihe 210 haben wollte. Und da kam jetzt genau das zum Tragen, was Sie gerade ansprechen, nämlich der Airbag musste funktionieren.
Und Bruno Sacco hat es gar nicht interessiert. Die Dame hat dann 2 Entwürfe gemacht und hat, das muss man sich wirklich heute vorstellen, über eine Stunde Audienz bei ihm bekommen. Er hat gesagt, ich will das sehen, ja. Und sie hat ihre ganzen Zeichnungen, und ich weiß noch, die hat 180 Puls gehabt, als die von mir hochging ins Designgebäude zum Herrn Sacco, und kam dann zurück mit dem Go. Die lief also wirklich wie auf Wolken. Ja, das Auto haben wir dann wirklich gehabt, das haben wir auch ausgestellt in Abstimmung mit dem Kunde, und der hatte tatsächlich unter anderem eben auch die i-Tafel komplett beledert. Aber Sie haben es schon angesprochen, jetzt musste das ja funktionieren. Ja. Und jetzt kann ich so sagen, heute, viele Jahre später, das war ja 95, um die Zeit rum, wo die Senior auch offiziell wurde, etwas vorher. Jetzt können Sie sich vorstellen, was da ist. Alle haben gesagt, ja, der Airbag muss funktionieren. Da brauchen wir ja keine Diskussion führen. War für mich ja auch außer jeder Diskussion. Also mussten wir Schussversuche machen. Dann mussten wir erstmal jetzt bei uns im damaligen Interiorbereich erstmal gucken, dass wir ein paar E-Tafeln kriegen, dass wir die aufschneiden, dass wir gucken, wo man die Naht reinlegen konnte. Dann hatten wir eine gute Nahtposition an dem Fahrzeug. Dann hat aber Bruno Sacco gesagt, das gefällt mir nicht, das ist nicht gut. Ja, das musste ja alles natürlich am Ende auch perfekt aussehen. Und wir haben dann tatsächlich ich weiß nicht, es waren schon einige Schussversuche, die wir gemacht haben dann mit den E-Tafeln, bis dann so ein Fahrzeug wirklich fertig war. Und wir haben das dann auch alles schön sauber dokumentiert. Das war dann auch mit Bildern, mit Highspeed-Bildern auf dem damaligen alten Prüfstand noch festgehalten. Die damalige Crashhalle und den entsprechenden Bereich gibt es heute nicht mehr, ist alles danach neu gebaut worden. Aber wir haben das dann alles dokumentiert und das hat funktioniert. Und das war auch für den Kunden sehr, sehr positiv, weil Sie können sich denken, als der dann im Kundencenter im VIP-Bereich heutiges COE damals sein Fahrzeug bekommen hat, war das natürlich auch einer seiner Fragen. Da kann ich mich entsinnen. Ich war bei der Übergabe dabei und tut denn das alles? Und da konnten wir ihn natürlich dann beruhigen und haben gesagt, das tut 100%. Ja, das ist nämlich alles genau so abgeprüft, wie es er auch erwartet. Und es war ein tolles Auto. Leider weiß ich nicht mehr, wo diese ganzen Zeichnungen abgeblieben sind. Ich glaube, die Dame hat das alles mitgenommen. War ja im Prinzip auch ihre Studienarbeit, von daher war es in Ordnung. Aber das zum Thema Bruno Sacco. Er war durch und durch wirklich ein Genie, das muss man echt sagen. Ja. Und er hat uns natürlich damals das ein oder andere Mal, wir haben es natürlich aus einer Fertigungssicht angeschaut, jedes Fahrzeug, und er hat es aus einer Designsicht angeschaut. Und es war faszinierend, da wo wir gesagt haben, was können wir ja so machen, das ist ja auch in Ordnung. Da gab es halt dann schon 2, 3 Punkte, wo er gesagt hat, nee, das sieht einfach nichts aus, das müsst ihr so machen, ihr müsst da 20 Grad nach rechts ziehen, dann wirkt das luftiger. Und dann haben wir gesagt, luftiger. Und als das Fahrzeug fertig war, ja, es war luftiger. Also da muss ich schon sagen, da ziehe ich den Hut. Das ist auch lange her, jetzt sind 30 Jahre rund, aber das war schon toll. Und ich meine, die Fahrzeuge haben Sie angesprochen. Ich weiß, zum 129, da hat er ein sehr, sehr inniges Verhältnis gehabt. Das war ein Auto, das er sehr, sehr gerne hatte. C126, weiß man, hat er selber gefahren. Der hat ihm insbesondere vorne sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich die Baureihe 126, brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Das ist natürlich heute sicherlich auch ein Auto, was, sagen wir, die Überschrift zeitlos ganz sicherlich zu Recht verdient, ähnlich wie der 129. Habe auch 2 Etagen tiefer gerade noch in der Garage stehen. Und das ist schon irre. Man guckt das Auto heute an. Also wir haben einen ganz frühen 1990, ja, aber der ist ja vom Design her, klar ist er Stoßfänger und so weiter modernisiert worden, aber der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend. Also wenn ich mit dem Auto rumfahre und ich habe das H-Kennzeichen dran, der hat also auch schon seit 3 Jahren H-Kennzeichen, und wenn man mit dem Auto dann tankt, dann gucken schon immer wieder auch Leute und sagen, was ist denn das? Ja, das ist schon toll und ist auch Überschrift zeitlos. Sie haben die Autos angesprochen. Nicht jedes ist natürlich gleich gut gelungen und schon gar nicht aus jeder Perspektive. Das, glaube ich, ist immer so. Aber es waren zweifellos Autos, die vom Design her sehr gut zum Hausanspruch immer gepasst haben, sehr ruhig waren, sehr, sehr ausgewogen im Auftritt. Und vor allem, was mir bei den Autos ist der Bruno Sacco-Ära gefällt, sie waren immer, wie soll ich das sagen, sie waren immer, wenn sie rauskamen, haben sie einen aufgeregt. Mindestens mal erregt, ja. Also ich kenne kein Auto von Bruno Sacco, mit Ausnahme vielleicht vom SL 129, und selbst da habe ich gedacht, sieht aber ein bisschen, man war ja den 107 gewöhnt, wo ist der Chrom, ja, also es sieht ein bisschen komisch aus.
Es hat aber nicht lange gedauert, bis man sich dann auch natürlich durch andere Fahrzeuge an das gewöhnt hat. Und ich sag mal, wenn man den 126 als Beispiel nimmt, da sieht man es halt perfekt. Man konnte das Auto 12 Jahre lang bauen, 12 Jahre lang verkaufen. Und der 126 ist, glaube ich, wahrscheinlich das einzigste Oberklasse-Auto überhaupt, nicht nur von Mercedes, das in der ganzen Produktionszeit mehr oder weniger in vollen Stückzahlen lief. Das ist natürlich schon etwas, wenn das der Designer mit unterstützen kann, dass das Auto auch nach Jahren noch nicht old-fashioned aussieht, das ist schon toll. Und insofern ist natürlich wirklich mit dem Bruno Sacco, glaube ich, jemand ganz, ganz Großes, ehemaliges Hausmitarbeiter gegangen. Und sehr, sehr schade, aber es ist der Walk of Life. Ne? Ja, das stimmt leider. Ich finde jetzt, wo Sie das gerade gesagt haben, die Autos der damaligen Zeit, und das gilt auch für BMW zum Beispiel, die haben so eine ganz eigene Eleganz gehabt und dadurch so eine ganz besondere Präsenz. Also Jaguar, Mercedes, BMW, und ich finde auch nicht nur rückblickend, das waren einfach tolle Formen, die irgendwie so dastanden, und heute sind natürlich sehr viele kleine Modeaspekte, die da mit reinkommen. Ein Beispiel zum Beispiel ist für mich Tagfahrlicht. Das, wo sich die Designer dran auslassen, was extrem verspielt aussieht. Ob es jetzt Autos zeitlos und elegant macht, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber ich finde, so eine alte S-Klasse hat so eine ganz andere Präsenz. Und auch, da kommt ein heutiger EQS also lange nicht dagegen an, finde ich. Weil da natürlich ganz viele, auch so technische und natürlich auch oftmals digitale Details drin sind, die es vielleicht auch schwierig machen, dem Ganzen eine Zeitlosigkeit zu geben. Weil natürlich gerade Digitaltechnik oder Displays oder sowas oder Grafiken, die veraltern halt sehr schnell. Ne? Absolut, das ist so. Und ich sag mal, heute ist das für die Designer, für den Gordon Wagoner und sein Team, als, wenn Sie so wollen, im weitesten Sinne als Nachfolger vom Bruno Sacco, ungleich schwieriger als damals. In den 60er, 70er Jahren, als sie den 126 gemacht haben, dann stand für den Designbereich drin, leichter muss er werden und aerodynamischer muss er werden, weil die Ölkrise Nummer 1 und dann letztendlich auch die Fahrverbote, die ja dann schon 74 kamen, das waren ja alles Aspekte, die dann in das Lastenheft für den 126 einflossen. Von daher war klar, das muss er bringen. Aber ansonsten waren die Freiheitsgrade doch relativ groß. Sie haben den EQS angesprochen. Ich habe den ja noch als Prototypen bauen dürfen, den V297. Das ist natürlich ein Auto, es muss die große Batterie drunter passen, damit haben Sie den großen Radstand, das hat jetzt gar nichts mit Mercedes zu tun, das gilt natürlich für andere Wettbewerber genauso. Man hat eben dann automatisch einen großen Radstand, man hat automatisch auch ein recht großes Auto, zumindest mal was die Gesamtlänge anbelangt, man sieht ja auch bei Wettbewerbern, die sind auch jetzt nicht wirklich klein. Also jetzt in dem Premium-Segment meine ich natürlich immer, und selbst die E-Klasse hat ja Abmessungen, die sehr, sehr nah an früheren S-Klassen dran sind, was die Länge anbelangt. Also das ist die erste Restriktion, da können Sie als Designer nicht sagen, ein bisschen kleiner würde aber sexier aussehen. Das ist das eine. Und das zweite, wenn Sie natürlich auch dieses Cab-Forward-Design angucken, was ja in den 90ern auch bei Chrysler in war, das ergibt sich halt aerodynamisch heute quasi automatisch. Und natürlich ergeben sich mit den Designrestriktionen natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel natürlich ein Einstieg, der nicht so sein kann wie jetzt in der Heckflosse, wo Sie mit Hut einsteigen konnten. Das geht halt bei den Autos nicht. Ja. Hat jetzt auch heute keiner mehr auf, ist schon klar. Aber was ich damit sagen will, ist, Sie haben sich da heute, ich sag mal, müssen Sie sich in viel, viel engeren Bahnen bewegen. Und ich glaube, das kann man aus dem Nähkästchen sagen, die heutigen Designer, ich glaube, die würden natürlich schon ganz gerne auch mal nochmal so Autos designen mit mehr Freiheitsgraden, wie es früher einfach war. Die Zeiten sind jetzt im Moment, glaube ich, muss man sagen, einfach vorbei, weil wir haben nicht mehr die Ressourcen auf der Erde, um 1 Milliarde Fahrzeuge so zu machen, wie wir sie am Beispiel 126 oder noch früher gemacht haben. Das ist einfach rum und das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber damit sind natürlich trotzdem diese Fahrzeuge heute Schmuckstücke und sie sind aus meiner Sicht völlig einig, auch mit den anderen Marken, die Sie angesprochen haben. Sie sind Ikonen, sie sind zu Recht Kraftfahrzeug, historisches Kulturgut. Und ich glaube, das sind Autos, da ist dann auch vollkommen in Ordnung, wenn man bei einem 5-Liter-Auto dann nur Steuern zahlt, wie vielleicht von einem 2,5 oder 3-Liter-Fahrzeug, wenn man die reine Steuerformel nimmt, Stichwort Subventionierung des H-Kennzeichens, insbesondere wenn man sich anguckt, welche Fahrleistungen mit den Autos üblicherweise verbunden sind, da ist es ja Pillepalle, würde ich fast sagen. Ne? Ja, das stimmt. Übrigens zu dem, was Sie sagten mit der Designfreiheit, haben Sie natürlich einerseits recht, was diese Freiheitsgrade der alten S-Klasse anbelangt. Andererseits sagen Designer natürlich heute, sie können
mit ganz anderen Lichtern spielen, weil man natürlich die Technik hat. Ich erinnere mich an den W140 als Coupé, C140, wo das Design, glaube ich, ein Riesenproblem hatte, dieses Licht so um die Kurve zu ziehen, weil man da noch gar nicht die Möglichkeit hatte, das Glas so zu machen. Und heute hat man natürlich diese Mini-Laserlichter, was ja auch faszinierend ist. Man hat keine Lufteinlässe vorne mehr in der Form, wie man sie braucht für große Motoren. Hat alles Vor- und Nachteile irgendwie so auf der Welt, ne? Aber das stimmt. Elegant sind die Autos trotzdem nicht. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Trotzdem, ich glaube, ist es heute eher schwierig. Das heißt nicht, dass man nicht ein schönes Auto machen kann, aber die Differenzierung zum Wettbewerb, das war so ein bisschen, was ich im Hintergrund hatte. Gucken Sie sich einen Jaguar XJ und einen 126 an. Ja? Also mal völlig wertfrei. Aber da können Sie jeden auf der Welt fragen, der ab 16 ist, der sagt, that's a Mercedes and that's a Jaguar. Ja? Das ist so. Und das wird halt im Elektrozeitalter ungleich schwieriger, weil die Bandbreite, wie zwischen den beiden Autos ist, ja, die ist enorm. Und dann nehmen Sie den 140 vielleicht noch krasser jetzt mit dem XJ verglichen. Ja, das ist ja schon ein sehr sehr anderer Auftritt, einfach völlig wertfrei jetzt gesprochen. Ja, und so ein XJ, jetzt sind wir gerade bei Mercedes, aber in meinen Augen designmäßig, also das ist schon ganz große Liga. Obwohl es kein Mercedes ist und das Auto, das schwebt ja förmlich. Also allein schon diese Leichtigkeit, die Lässigkeit, den typisch, ich sag mal, britischen Spirit, den die Autos haben, sensationell. Also designmäßig allemal, ja, sie hatten dann ihre technischen Dinge, die zumindest lange Zeit nicht ganz so prickelnd waren. Und ob man jetzt 2 Tanks mit Umschaltungen machen muss beim V12, weiß ich jetzt auch nicht. Hätte Mercedes wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Aber wir sind ja gerade noch beim Design und da sage ich, auch BMW hatten Sie angesprochen. Also der E32, wenn man den heute so anguckt, dann ist schon klar, warum der dann, ich würde schon sagen, Wolfgang Reitzles Masterpiece war. Das ist einfach, erstmal der ganze Launch hat er ja selber bei Ihnen auch nochmal berichtet, ist clever gemacht gewesen. Und auch das Auto ist einfach hervorragend. Das sieht aus jeder Perspektive stimmig aus. Ich glaube, wenn Bruno Sacco jetzt hier zuhören könnte, der wird auch sagen, ja, leider stimmt's, ja, das war wirklich aus jeder Perspektive gut. War zwar kein Mercedes, er war deutlich dynamischer und so weiter, aber das war ja auch gewollt. Das ist ja in beiden Häusern damals einfach auch etwas anders angelegt gewesen, aber waren schon große Autos und damals hat man es eben noch gesehen. Heute, oder wenn Sie nochmal 10, 20 Jahre weitergehen, dann werden Sie vielleicht ein BYD oder was auch immer aus China haben und Sie werden dann sagen, ja, ist das jetzt ein Europäer oder wo kommt der jetzt her? Und Sie werden sich selbst da schwerer tun. Sie sprechen es an und genau das ist auch das Problem. Wenn man als Designer in den 70ern zu Mercedes gegangen ist, da war man, sagen wir es jetzt einfach mal, vielleicht beim besten Autohersteller der Welt. Die hatten den Anspruch, die S-Klasse, das beste Auto der Welt. Und da bauen wir jetzt was, womit wir den Markt beherrschen oder vielleicht auch wieder beherrschen. Und heute ist man eingeklemmt zwischen Asiaten, Amerikanern, Europa. Es gibt irgendwelche Zollbeschränkungen, irgendwelche Wirtschaftskriege. Es gibt verschiedene Technologien, die gegeneinander antreten. Und ich glaube, heute hat man es nicht einfach, weil man muss natürlich einen Weltmarktgeschmack treffen, noch mehr, finde ich, als damals, wo sich der asiatische Markt erst so ein bisschen geöffnet hat. Und heute wird man da zerrieben zwischen auch politischen Fronten, was natürlich jetzt zum Glück nicht unser Thema ist. Aber ich glaube, das macht das Ganze so viel schwerer, heute noch Autos zu designen. Und man ist da so ein Getriebener und vor allem hat man auch nicht mehr diese Ruhe und diese Dauer, wenn ich mir sehe, von 79 bis 91 der W126 gebaut worden. Dann von 91 bis 98 war dann schon kürzer mit der nächsten S-Klasse, aber heute es wird ja immer schnelllebiger alles die Zeit. Ne? Dann kommt der nächste Wettbewerber und hat vielleicht nur noch 4 Jahre Modellzeitlauf oder 5 Jahre oder was. Also ich möchte jetzt auch nicht in der Haut der heutigen Designer stecken, wenn ich ehrlich bin. Absolut nicht, absolut nicht. Die Zeiten werden leider immer kürzer. Man versucht zwar im Hause die 7-Jahres-Logik weiterhin durchzuhalten, aber Sie haben schon recht, das 7-Jahres-Thema kommt unter Druck. Ich als in meiner letzten Rolle natürlich mit den Prototypen beschäftigt, habe das ja auch wahrgenommen natürlich und der Druck war natürlich auch immer da, die Prozesse zu beschleunigen. Das haben wir auch gemacht, das ist ganz klar. Nur das ist ja eine wahnsinnige Prozesskette. Das eine ist, was der Designer macht, dann müssen Sie aus den Ideen, wenn sie mal abgenommen sind, dann müssen sie ja letztendlich Werkzeuge machen, weil sie wollen ja nicht mit irgendeinem handgedengelten Kotflügel haben, das kann man auch machen. Das ist für eine ganz frühe Phase, wo man mal was anfassen will, vielleicht auch in Ordnung. Aber wenn sie Autos auf der Straße fahren wollen, dann müssen die Teile werkzeugfähig sein, wenn auch Vorserienwerkzeug. Und diesen Prozess so zu beschleunigen, ist per se auch noch nicht schwierig. Aber wenn Sie dann statt 6 Schleifen 3 Schleifen machen, dann haben Sie natürlich am Ende diese 3 fehlenden Schleifen zwar zeitlich gespart, aber Sie laufen natürlich ein viel größeres Risiko,
dass hinten aus in der dritten Schleife das Ganze vielleicht doch noch nicht so ganz fertig ist. Und das erleben wir natürlich schon heute. Ich glaube, wenn man so durch die Welt geht, erleben wir das mehr, als das damals war. Ja, da hat man einfach, Sie haben den W201 vorher angesprochen, das ist zum Beispiel so ein typisches Auto, das war ja Neuland für Mercedes. Und da war das ganz klar. Und das hat man in dem Auto in jedem Detail gemerkt. Der durfte nicht schlechter sein. Es war ganz klar, es war auch vom Vorstand sehr, sehr klar, damals schon adressiert. Ja, es ist ein kleines, kompaktes Fahrzeug, aber wir wollen hier bitte im positiven Sinne eine Bonsai-S-Klasse, aber wir wollen eine S-Klasse dort sehen. Also der Sitz, der darf genauso wenig knarzen, der muss genauso, ich sag mal, vom Grundaufbau sein, also klassisch mit Federkern, mit allem, was dazugehört. Also man hat eigentlich an ganz, ganz vielen Dingen eben überhaupt keine Abstriche gemacht. Und heute kann man das so, glaube ich, gar nicht mehr durchhalten. Das ist nicht mehr machbar. Sie haben das Thema Modellzyklen angesprochen. Aber wenn Sie sich auch die Dynamik bis hin zur Gesetzgebung angucken, die NCAP-Jungs, die kommen dann irgendwann auf die Idee, ja, also dass der Piepser, wenn er nach 30 Sekunden ausgeht, dann verlieren sie einen Stern und schon haben sie eine Änderung im Fahrzeug drin. Und wenn sie dann die Änderung, ich sag mal, softwaremäßig nicht sauber abbilden, dann kann sein, dass sie irgendwann einen Recall haben, weil nämlich in 1 zu 1000 dieser Piepser bei nicht angelegten Gurt dann nicht geht. Und schon haben sie in so einer, ich sage jetzt mal Lappalie in Anführungszeichen, haben sie auf einmal ein Riesenproblem drin. 126 haben wir oben das blinkende Ding reingemacht, nach dem Motto, bitte anschnallen. Und wenn sie es nicht machen, ist auch gut. Also einfach mal, um die Bilder zu zeigen, ja, das ist einfach eine andere Welt. Und bei Mercedes gibt es ja wie bei jedem Hersteller Gremien, sage ich mal, wo technisch, inhaltlich besprochen wird und entschieden wird. De facto entscheidet es letztendlich immer der Vorstandsvorsitzende, aber inhaltlich wird das komplett vorentschieden. Und das gibt so ein Gremium bei Mercedes auch. Und ich war dort, ich weiß gar nicht, 5 Jahre, 6 Jahre dabei. Und damit hat man natürlich Unmengen an Themen besprochen, die nachher eben Recall waren oder eben auch keiner. Von daher kann ich das schon ein bisschen einschätzen. Und man staunt da, was dann teilweise für Fliegenschiss, könnte man fast sagen, wirklich dann auf einmal relevant wird. Ja? Weil es dann eben doch zertifizierungsrelevant ist, dann gibt es halt Schwungmassenklassen in der Zertifizierung und wenn sie dann halt 3 Kilo drüber liegen, dann müssen sie nachzertifizieren und dann sagt man sich irgendwie auch, schwierig, ja. Welche Relevanz haben jetzt dann die 3 Kilo? Ja, aber es gibt halt eine Grenze und dann ist es wieder anders. Also kurzum, das Ganze ist sehr, sehr viel reglementierter, als es damals war. Sehr, sehr viel reglementierter und durch die Reglementierungswut kombiniert mit dem weltweiten Problem, dass sie eben nicht mehr 50% der Autos, so war es beim 126, also in der Zeit des 126, nicht bei der Baureihe selber, da hat man 50% im Inland verkauft, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wahnsinn, war aber ja. so. 50%, als ich angefangen habe, war ganz normal, die Hälfte der Produktion im Schnitt über alle Baureihen geht nach Deutschland. Beim 126 war es etwas weniger im oberen Segment, so viel gut Betuchte hat es damals auch nicht gegeben. Aber das ist eben anders geworden und heute kommen die Chinesen und kommen natürlich andere große Märkte dazu und jeder macht seine Suppe. Und dann gibt es halt da eine Vorstellung und dort eine Vorstellung. Früher hatte man auch schon in Italien die Seitenmarke als Vorschrift. Das war aber alles, wenn ich das so sagen darf, locker umsetzbar. Das war ein Stempel, den hat man im Werkzeug drin gehabt für den Kotflügel und den hat man gezogen, wenn man Serie macht. Und wenn man halt Italien gemacht hat, kam der Stempel rein, dann war das Loch drin und in der Montage war das Ding auch schnell eingeklipst. Die Leitungssätze waren in der Zeit, über die wir heute sprechen, in der Regel sogar mit dem Kabel schon nur ausgebunden oder eben dann tatsächlich genutzt. Und dann war das vergleichsweise leicht umsetzbar. Heute, wenn Sie sich das angucken, auch die Varianz, die daraus entsteht, es ist ein Irrsinn. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich meine, Sie haben ja damals schon in meinem Podcast Varianzen gehabt. Also was war das, die Hutablage beim 140er? 800. Die ganzen Varianten. 800 verschiedene Varianten mit Lautsprechern, ohne, mit Kopfstützen, mit versenkbar, mit Sport, Einzelsitzen und. Also das ist ja unfassbar. Und ich glaube, so richtig viel oder so richtig hart ging es los beim W126, oder? Also da konnte man schon extrem viel individualisieren und ich finde, das sollte heute auch unser Thema bei unserer Premiere sein. Wir wollen mal über die S-Klasse reden, beziehungsweise über die S-Klasse Baureihen. Ich habe natürlich dieses fantastische Buch aus dem Hehl-Verlag, das haben Sie bestimmt auch. Natürlich habe ich das, klar. Und Sie haben auch einen 126er, oder? Ja, selbstverständlich, auch das. Ja. Das ist wirklich ein Mercedes-Mann aus vollem Schrot und Korn. Sie haben auch die ganzen Autos noch selber. Das finde ich ja immer toll. Wenn jemand nicht nur, in Anführungszeichen, Ingenieur ist, sondern auch sagt, also ich will die Autos auch fahren. Und haben Sie auch noch einen 140er? 140er auch, klar. Ja. Also Sie können auch Vergleiche fahren. Ja, natürlich, sogar die gleiche Farbe, beide
beide haben Bornit. Also und beides sind Oha, Sechszylinder. das ist gut. Einer mit M103, einer mit M104. Also ich kann auch Sechszylinder zu Sechszylinder vergleichen und kann auf jeden Fall hier schon amtlich sagen, das ist wirklich so. Der größere Motor M140 ist trotzdem nicht schneller als im 126. Also das geringere Gewicht merkt man dann schon wirklich beim Fahren. Es ist enorm, was dann doch der 140er, vor allem meiner, hat eben auch Zuziehhilfe und andere schwere SAs drin, elektrische Sitze, das ist einfach mal um 2 rauszugreifen. Das zieht halt ordentlich das Gewicht nach oben. Hat er noch eine Anhängerkupplung, die eigentlich nie benutzt wurde, das ist aber eine andere Geschichte. Das macht das Auto eben schwer und das macht ihn auch schwerfälliger zum Fahren. Und selbstverständlich kann ich die Autos testen und vergleichen. Wie gesagt, ich habe sogar buchstäblich genau die gleiche Farbe des Bornit an beiden Fahrzeugen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Übrigens, jeder, der den 126 in dem Bornit sieht, ist total geflasht und sagt, das hätte ich nie gedacht, dass der so geil aussieht. Ja. Also es ist wirklich so. Er ist natürlich im Zustand ziemlich gut, und Bornit ist eine Farbe, das denke ich ist auch vielen Fans bekannt. Wenn sie schmutzig ist, sieht sie nicht gut aus. Wenn sie entsprechend verschlissen ist, sieht sie auch nicht mehr gut aus. Aber neu und sauber sieht sie zumindest an manchen Autos sehr, sehr gut aus. Aber diese Thematik, glaube ich, die kann man ganz schnell ad acta legen, weil Farben ist was sehr, sehr individuell ist. Lassen Sie uns lieber über die Technik reden. Ja, reden wir über die Technik, gerne. Sehr gerne. Sie haben Seite. Ja, Sie haben gesagt, aber Bornit bin ich auch großer Fan von. Also ich finde ja überhaupt Autos toll, die außerhalb der von schwarz oder dunkelblau sind, obwohl ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, habe ich immer meistens dunkle Autos. Ja, Sie haben angefangen, als der 140er an den Start kam und da haben Sie, glaube ich, auch die Startphase sehr intensiv mit begleitet. Wie haben Sie denn die vorherigen S-Klassen wahrgenommen? Also 126, da haben Sie mir mal erzählt, der ist noch bis zum Schluss natürlich auch gejagt durch BMW und durch einen fantastischen 7er, den E32, ist der bis zum Schluss immer noch modifiziert worden. Ne? Das ist unglaublich, ja. Also man hat tatsächlich die letzten Änderungen. Es gibt ja auch einen guten Freund von mir, den Marc Christiansen, der ja auch eine tolle Seite hatte, die 5,6, die sie ja auch schon hier hatten. Und der Marc hat es ja auch in seiner Seite damals sehr, sehr schön aufgedröselt, wann welche Änderungen kamen. Es gibt sogar danach noch ein paar kleine Anekdote, zum Beispiel das Typkennzeichen. Wenn Sie also einen haben ab März 91, 126 für die Insider und Sie haben einen April oder noch später, also ganz, ganz spät im Finish in der Halle 46 gelaufenen, dann ist das Typenschild statt 126, 140er Typenschild. Und das hat eine ganz andere Typografie. Das heißt, es sieht ganz komisch aus am 126, dieses 140er Schild, ist aber, kann man jederzeit in Teileinformationen nachschauen, ist ab Fahrgestellnummer 601.000, glaube ich, ist das dann tatsächlich gekommen. Und das war genau mit der Markteinführung. Und man hat dann damals, gab es dann sogar intern noch so ein Vermerk im EPC drin früher, Altteile aufbrauchen und nach Aufbrauch Altteile kam dann eben dieses zum Einsatz. Und 300 SE hieß ja mein 140er genauso. Es war zwar, wie gesagt, eigentlich ein 320, aber er wurde ja verkauft als 300 SE und deswegen, oder 500 SE, waren zwar andere Motoren, aber man hat dann ein 500 SE-Schild vom 140 ganz realistisch und ganz legal auf den 126 draufgepackt. Ich habe erst zweimal, muss ich sagen, solche Autos in der Realität auf der Straße fahren sehen und mir ist es sofort aufgefallen und ich habe gedacht, einer von denen hat übrigens auch eine sehr, sehr späte SA drin, der hatte tatsächlich ein 300er war das, der hatte tatsächlich die lackierten Radkappen, die also in der Farbe der Saccobretter lackiert waren. Das war auch eine späte SA. Die Felgen, die Radkappen waren ja an sich dann zunächst mal mit einem Mittelstern. Dann waren sie ja ab 89, haben sie außen nochmal den Chromring bekommen zum Modelljahr 90 und nochmal etwas später gab es dann eben die Option, dass man die auch noch lackieren konnte. Jetzt bei Bornit ist das zum Beispiel dann das Violettgrau gewesen, die Kontrastfarbe. Und dieses Fahrzeug war also offensichtlich auch ein ganz, ganz später und der war auch Bornit, hatte dann eben die Radkappen in dem Violettgrau lackiert und hatte das späte Typenschild drin vom 140. Und das zeigt eigentlich schon, ist jetzt das Typenschild sicherlich technisch komplett irrelevant und eher, sagen wir mal, heiter jetzt zu sehen heute in der Retrospektive. Aber man hat in der Tat, Sie haben es richtig gesagt, das Auto, ich sag mal, bis zum Schluss aufgepimpt. Denken Sie nur an die 2000er, die neue Radiogeneration, die bei mir auch drin ist. Das Becker Grand Prix war ja bei Mercedes das erste Grand Prix 2000, war das erste Radio überhaupt mit RDS. Heute lacht man, heute ist RDS natürlich jedes 50-Euro-Radio hat es. Damals war es wirklich der letzte Schrei.
Und diese Änderung kam zum Beispiel im August 1990, also für September dann Serieneinsatz in der Fertigung. Und da war das Auto ja schon 11 Jahre fast knapp im Markt. Ja, also das ist schon extrem. Und das ist nur eine. Und dann hat eben auch viel am Dämmmaterial noch gemacht. Also das ist unglaublich. Man hat das Fahrzeug einfach nochmal leiser bekommen. Man hat natürlich dann den Wettbewerber, als dann der E32 da war. Das macht BMW natürlich genauso. Guckt man sich natürlich den jeweils neuen Wettbewerber an. Und ich war da nicht dabei, das war vor meiner Mercedes-Zeit, aber ich glaube, die haben schon etwas trübe Gesichter gemacht, als sie dann im Direktvergleich E32 126 gefahren sind und man hat dann eben nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Also ich war da auch erstaunt und wer es genau lesen will mit Fahrgestellnummer, dem empfehle ich wirklich die 5,6 von Marc Christiansen. Da kann man es heute noch nachlesen. Es ist nicht hundertprozentig komplett, aber die wichtigsten Dinge sind da tatsächlich auch so aufgeführt, auch mit Datum respektive mit Produktionsnummer. Okay, ich glaube, der hat sogar jetzt noch eine neue Seite. Bin ich neulich mal drüber gestolpert. Die heißt ja immer 5,6 und ich glaube, jetzt hat er noch 3,0 Er fährt ja immer, er fährt ja immer einen 300er und dann auch einen 300er, genau. Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch eine Seite 3,0. Müsste ich nochmal gucken, aber ich verlinke es auf jeden Fall. Die gab es aber damals schon. Die hat er aber irgendwie als Unterseite, glaube ich, gemacht, dann von der 5,6 mit einer Verlinkung. Aber da gut, ich verlinke es hier nochmal. Also und da lesen wir es dann mal nach. Da kann man es nachlesen. Ja, okay. Sehr gut. So, und dann kam der 140er. Und dann haben sie, ich meine, das war ja auch, da hat sich ja der Marktstart so ein bisschen nach hinten auch verschoben, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also geplant war ja im 1989 das Fahrzeug zu bringen im Herbst. Das war eigentlich die Idee. Und ich glaube, Helmut Reitzle hat es ja auch schon gesagt, es ist halt dann tatsächlich anders gekommen. Der E32 hat ja dann intensive Änderungen gebracht und man hat eigentlich gedacht, man ist soweit fertig mit der Baureihe 140. Aber man muss sich natürlich heute wie damals absolut am Wettbewerb orientieren. Das heißt nicht, dass der 140 im Lastenheft gestanden hat, dass die Rundenzeit auf der Nordschleife so schnell ist wie beim BMW. Da stand nie bei Mercedes drin, wird auch nicht drin stehen. Zumindest nicht bei S-Klasse Limousinen. Bei einem C190-Nachfolger mag das schon anders aussehen, aber über den reden wir heute nicht. Da ist es in der Tat so gewesen, dass man dann von Herbst 89 die Zeit wirklich bis die 1,5 Jahre bis zum März 91 sehr gut hat brauchen können und das Fahrzeug hat sehr, sehr intensive, umfassende Änderungen bekommen, die, man kann das ja auch teilweise in Büchern nachlesen, viel Geld gekostet haben, letztendlich auch den Dr. Peter seinerzeit seinen Job gekostet haben als Entwicklungsverantwortlichen. Ja, aber das war natürlich nicht nur, sage ich mal, das Geld, das verfehlte Kostenziel, sondern das war natürlich dann auch am Ende die Marktakzeptanz von dem Fahrzeug. Und das war eigentlich ein bisschen unfair, sage ich jetzt mal 35 Jahre später, denn man hat sich ja damals wie heute auch beraten lassen, wie positioniert man so ein Fahrzeug. Und das ist ja ein offenes Geheimnis. Der 140 sollte ja eine etwas andere Positionierung bekommen als der 126, eine halbe Klasse drüber. Weil manche Berater glaubten, ja, da ist sozusagen eine Lücke und heute sucht man ja wie damals auch nach Lücken, wo keiner ist. Und da war auch eine Lücke irgendwo zwischen 126 und Rolls-Royce, wenn wir uns das mal vorstellen, gedanklich Silver Shadow 2 versus 126, ja, da ist eine Lücke dazwischen. Ich glaube, das kann man auch als Mercedes eingebannter nicht bestreiten und da in diese Lücke wollte man rein und das ist ja auch, wenn man die Autos heute anguckt, durchaus richtig, nur da war halt keine Kunden. Und das hat man aus meiner Sicht jetzt retrospektiv vielleicht ein bisschen zu sehr der Entwicklung angelastet, denn ich denke schon, dass die Verkaufszahlen, die ja am Ende nicht ansatzweise so waren wie im 126, auch daher gerührt haben, dass das Fahrzeug natürlich von seiner Anlage, von seiner Positionierung anders war. 126, da konnten sie noch ein 260, 300 mit Schaltgetriebe fahren und haben den halt in Stoffsitzen gefahren und vielleicht noch ein Schiebedach einbestellt. Dann war das preislich durchaus noch im Rahmen. Ich weiß noch, wo die Preisliste 140 dann in meinen Händen war, da habe ich schon gedacht, so, boah. Und wenn man dann noch ein bisschen die SAs angekreuzt hat, ich erinnere mich, dann 6.024 Mark für die Klimaautomatik, die ich bei mir auch drin habe, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das waren damals noch Preise, für das da hat man noch Anfang der 90er, da konnte man noch für 20.000 Mark, einen nagelneuen Golf 3 kaufen. Der hatte aber dann schon, war zwar kein VR6, aber das war schon eine potente Kiste dann mit entsprechend viel Sonderausstattung und das hat damals gerade die Klimaanlage gekostet.
Also das war eine Preispolitik, man hat versucht, den Grundpreis noch so einigermaßen schön zu reden, aber dann selbst Dinge wie die Klimaanlage waren Sonderausstattung. Und dementsprechend sind da natürlich ganz schnell nochmal 10.000, 20.000 Mark reingeflossen an Sonderausstattung und dann ausstattungsbereinigt waren die Fahrzeuge halt wahnsinnig teuer und es waren viele Leute auch nicht bereit mitzugehen. Denken Sie, 126 ist ja auch gefahren worden von gut gehenden Handwerksbetrieben und so weiter. Da gab es ja, ich will jetzt gar nicht das 560er-Segment ansprechen, aber die Bandbreite fängt ja bei 260 an. Und da gab es genügend, die jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, Vorstandsvorsitzende waren und diese auch so ein Auto gefahren haben. Denken Sie auch mal gerade an die frühe Phase, wo es noch viel Autos gab mit Stahlfelgen, mit Unilackierungen, mit Stoffsitzen, klarem Glas. Das hat jetzt meiner alles nicht, Gott sei Dank. Aber was ich damit nur sagen will, das war im 140 dann schon anders. Und das hat sich im Nachgang einfach als Fehleinschätzung erwiesen. Einerseits, auf der anderen Seite natürlich auch eine logische Folgerung, wenn man eigentlich zu Rolls-Royce oder dazwischen so ein bisschen aufschließen möchte, dann ist es natürlich schwierig, noch den örtlichen Metzger in einer Kleinstadt zu befriedigen mit seinen Sparausstattung, was ich ja übrigens nebenbei heute ganz lustig finde, wenn man 126er bei Mobile sucht oder bei diesen oder Autoscout oder so, dann findet man ja wirklich diese Buchhalterausstattung, wo man denkt, das gibt's ja gar nicht, dass Autos so vom Band gepurzelt sind, ne? Also so leer, wie nur irgendwie ein Auto heute ja gar keiner mehr angucken würde, wenn es heute neu wäre, ne? So, das finde ich dann immer schon ganz interessant, auch was Sie sagen, Farben, Klarglas, Stoffsitze, handgeschaltet, das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen, was es damals gab, ne? Radiovorbereitung in der S-Klasse gar nicht so selten. Ich kann mich an die Frühphase erinnern. 126 waren ja dann schon im Wesentlichen nur noch USA-Fahrzeuge oder viel USA-Fahrzeuge, aber da war es tatsächlich so, dass das Thema Radiovorrüstung, ich war ja auch viel in der Großserie, also C- und E-Klasse unterwegs und Radiovorrüstung habe ich selber auch genommen. 201, mein erstes neues Auto, 201, habe ich Radiovorrüstung genommen und habe mir ein Blaupunktradio reingemacht, weil das Bäcker zu teuer war. Und wenn man das Fahrzeug dann als Jahreswagen verkauft hat, die Kunden haben das geschätzt, wenn da kein Bäckerradio drin war. Außer sie haben es nicht bezahlen müssen. Richtig, genau, ja. Ja, das stimmt. Gab es irgendwas beim 140er, was Ihnen besonders Kopfzerbrechen gemacht hat, was nachgearbeitet werden musste vor Serienbeginn? Also was nochmal extrem viel Zeit und Ressourcen gekostet hat? Man müsste bei dem Auto eigentlich, wenn man es heute betrachtet, eher andersrum fragen. Gab es etwas, was reibungslos funktioniert hat? Und da ist man viel schneller fertig. Weil das Auto hat ja nicht nur dieses Bussystem, den CAN-Bus gehabt, sondern man hat ja auch in der damaligen Halle 46, wo jetzt heute E-Klasse läuft, 2014, da hat man ja auch fertigungstechnisch ganz neue Wege beschritten. Man hat damals ich kann mich auch noch an meine Studienzeit erinnern, da waren wir auch mal bei Volvo, da war ja ziemlich das Thema Gruppenarbeit zu machen, also von der Linie wegzukommen in kleine Inseln und so weiter. Und dieses Konzept hat man damals bei Mercedes auch in der Halle 46 realisiert mit dem 140. Und so ein bisschen hat man dann natürlich auch die Hausphilosophie sträflich vernachlässigt, nämlich bitte nicht alles gleichzeitig neu machen, die Fertigungseinrichtungen, die Motoren und alles. Und wir haben damals beim 140 gesagt, alles gab es von gestern, wir machen alles neu. Ne? Also das Fertigungskonzept von Grund auf anders, Gruppenarbeit, wie gesagt, mit Insellösungen. Es gab dann so sogenannte ECOS-Boxen, also wo dann die elektrischen Umfänge gemacht wurden. Es gab eine Türenvormontage, das gab es vorher alles gar nicht. Die 126er Türen sind am Band komplettiert worden. 140 hat abgeschlagene Türen gehabt. Heute ist das Standard, abgeschlagene Türen. Aber damals war es eben ein Novum, vor allem mit diesen mordsschweren Dingern. Und deswegen, also da hat sich ganz, 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 ganz viel geändert. Und man muss, wie gesagt, sagen, da hat es an vielen Stellen geklemmt. Ich bin ja dann relativ schnell in der Taskforce Türen gewesen. Das war aber eine Taskforce von vielen. Andere hießen dann Reifen und weiß nicht was alles. Also es gab sehr, sehr viele. Türen war ziemlich heftig, weil die Türen haben Windgeräusche produziert, sie waren zu schwergängig, sie haben Knackgeräusche gehabt, die Scheiben haben reversiert, also sind dann praktisch beim automatischen Hochlauf wieder runtergefahren. Da ist beim 140, da reicht im Rahmen eine Abweichung im Türrahmen von 3/4 Zehntel, dass die Scheiben dann zum Reversieren neigen. Ich habe es bei meinem auf der rechten Seite bis heute nicht wegbekommen. Ich will an dem Rahmen auch nichts mehr rumbiegen. Von 10 Mal tut er einmal reversieren. Man kann das Fenster ja dann auch auf der ersten Raste hochfahren. So what? Und wenn ich wahrscheinlich jetzt 20 Mal rauf und runter fahren würde nacheinander, wird es wahrscheinlich auch wieder besser gehen. Aber ich fahre ja mit dem Auto so gut wie nicht.
Ja. Um einfach mal einige Beispiele zu nennen. Dann hat man natürlich in dieser Türenvormontage, ja, wie soll ich das sagen, natürlich auch lernen müssen. Lernen überhaupt erstmal müssen den Umgang mit diesen schweren Türen. Man brauchte dann auf einmal Handhabungsgeräte für das Glas, ja, weil die Gläser konnten sie nicht beim 126 einfach ein bisschen seitlich nach Tetris-Prinzip rein und dann runter, die Schiene unten auf siebste Maß runterschieben im Flock und gut ist, ja, und dann alles verschrauben. Das ging so nicht, ja. Zumal ja mindestens hinten der 140 auch gar keinen Kurbelfensterheber, einen klassischen hat, sondern einen Seilzugfensterheber, da war das nochmal schwieriger. Also Türen war ein Riesenthema. Türen haben ja dann auch erstmals, ich sage mal, diese Doppelverglasung gehabt, dieses bündige Glas, die Führung der Scheibe in dem eigentlichen Fensterplüsch war ja auch nochmal eine Herausforderung. Und an den Türen kann man platt sagen, da hat eigentlich nichts gestimmt. Da war das Auto, muss man wirklich heute so sagen, nicht fertig. Also ab Juli 91, ich würde sagen eher Juli, das kann man auch heute in der Chronologie sehen, da war es okay, da hat man dann wirklich die Sachen im Griff gehabt. Aber davor war es schon schwierig. Und dann haben uns natürlich auch Dinge noch ereilt. Die Außenspiegel haben ja Probleme gemacht. Die Getriebe haben anfangs keine Ablaufbohrung gehabt. Ich habe bei mir auch gleich 2 neue Getriebe reingemacht, weil selbst meine Spiegel haben auch geflattert. Bis da auf der Autobahn gefahren, die Spiegel haben immer vibriert. Also so nervig, ja. Und habe dann auch die Getriebe getauscht. Und jetzt ist Ruhe, jetzt ist wunderbar. Also das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele. Man hat ja dann auch an den Türen, ich sage mal auch noch so, wie soll ich das sagen, wir mal, fast will ich sagen unnütze, aber zumindest mal sehr luxuriöse Taschen gehabt, die man so aufklappen konnte, zumindest mal in der ersten Serie. Der hat mir ja dann auch rausgeschmissen. Aber überhaupt, der schon allein der Türbelag, wenn man sich den mal anguckt, also ich weiß von dem Hersteller, es war die Firma Fibrit damals, die gibt es heute auch nicht mehr. Der Verkäufer hat immer gesagt, der Vertreter von Fibrit, also so einen Türbelag würden wir noch mal gerne irgendwo machen, aber wenn wir mit den Kosten, egal wo hinkommen, fliegen wir rückwärts aus der Tür raus. Ja. Also die haben auch gesagt, also das, was bei einem großserigen Hersteller, der im Hessischen ist, der ganze Türbelag kostet, da ist bei euch der Griff schon teurer. Und es war wirklich so. Wahnsinn, also das, oder? Wenn sich das vorstellt. Das ist ein Irrsinn gewesen. Also da hat man schon, aber man hat eben damals, das ist wieder diese Philosophie gewesen, man hat gesagt, der Kunde, der macht die Tür auf, dann hat er schon mal dieses tonnenschwere Ding in der Hand. Ja. Dann soll er zumachen und dann soll die Zuziehhilfe den ersten Aha-Effekt bringen. Die Tür geht wie von Geisterhand zu. Die Zuziehhilfe musste auch ganz leise sein, das war ganz wichtig. Ja. Man durfte nichts hören, die hat also und dann ist die Tür zu. Und dann langt man diese Tür an und dann schon allein dieser haptische Effekt, der Griff, der ist der ist schon wirklich S-Klasse. Ja. Der bewegt sich ja keinen Millimeter. Das Ding ist so aufwendig geschäumt. Allein der Schaumkern da drin, das ist ein richtig aufwendiges Teil. Und da hat man einfach an nichts gespart. Da hat man gesagt, der Türbelag, der muss aussehen, ja, der muss Rolls-Royce-mäßig aussehen. So könnte man es vielleicht sagen. Und dementsprechend teuer ist er halt auch geworden. Das kann man sagen. Und dementsprechend schwer ja auch. Also ich meine, wenn man jetzt mal anguckt, das Grundgewicht, glaube ich, war 300 Kilogramm über dem Vorgänger oder sogar mehr. War das nicht ein Problem, dass man gesagt hat, Mensch, können wir da nicht irgendwie Leichtbaumaterialien einbauen oder musste eine S-Klasse einfach schwer sein? Also es ist ja ein bisschen auch so gewesen, dass man ja bis zum 126, sagen wir mal, auch der Kostenseite auch eher gesagt hat, wir machen das Auto fertig und dann gucken wir, was es uns kostet und dann wird der Preisaufschlag draufgeschlagen und dann haben wir den Verkaufspreis. Dinge wie Target Costing. Und so schöne alte Welt, oder? Genau, das ist ja heute im Zeitalter von Target Costing schwer vorstellbar. Es war aber wirklich so. Im 140 haben wir ja dann erstmals ein Gesamtkostenziel gehabt, was der Dr. Peter hatte. Schlussendlich, was man ja gerissen hat. So viel kann man ja heute sagen, das weiß ja jedes Kind. Den hat man halt gerissen. Und das ist natürlich dann das erste Problem, was sie haben. Wenn man dann natürlich die Kosten zu hoch hat, das Auto ist fertig, damit haben sie alle Werkzeuge, sie haben alles Geld quasi ausgegeben, dass das Auto so ist, wie es ist. Und jetzt kommen natürlich zu Recht dann, ich sage mal, wichtige Menschen und sagen, kann ja nicht sein, dass wir da 5% Rendite haben, ihr müsst die Kosten runterbringen. Man hat das aber erst gemacht, nachdem das Auto fertig war, weil man konnte es vorher nicht, weil das Auto war ja nicht fertig. Das Auto war zur Markteinführung, stand ja schön da und so weiter und man hat auch Prototypen ans Laufen bekommen, die klasse waren, aber in der Serie nicht. In der Serie war das meilenweit gefehlt, da war das Auto tatsächlich nicht fertig und zwar wirklich an vielen Stellen nicht. Man hat aber dann richtig Geld reingesteckt, das muss ich also ehrlich sagen, also auch wir in der Taskforce Türen, wenn man dann gesagt hat, das und das muss jetzt sein, ja, dann
war das so. Dann hat man das auch schnell bekommen. Wichtig war dann, dass es funktioniert hat. Also das war damals, habe ich noch ein paar Mal im Berufsleben dann erlebt, aber das war wirklich auch eine Phase, wo von oben her ganz klar war, es muss funktionieren. Bitte, jetzt macht's gescheit. Ja. Also wir wollen da keinen Trouble mehr haben und das hat ja dann auch funktioniert. Also man muss dann schon sehen, ja, es gab in der Anfangsphase ein paar kleine Nicklichkeiten bei der Kiste, aber heute kann man wirklich sagen, das ist auch schnell behoben worden und vor allem muss man natürlich sagen, man hat diesen Kunden damals sehr großzügig geholfen. Also unser damaliger Servicebereich war dort sehr kulant. Also wenn Sie da gesagt haben, ja, das Ding hat Windgeräusch, ich habe jetzt schon mal irgendwie eine Nachrüstung bekommen, dann haben die vier neue Türen da reingemacht. Da waren die ganz digital, ja. Und vor allem, wenn es dann 8- und 12-Zylinder-Kunden waren, ne, da waren die natürlich, sind die nervös geworden und dann gab es natürlich da auch in der Presse dann Berichte, ja, da gibt es klappernde Spiegel und da gibt es dies und da gibt es das. Und dann waren die Kunden nervös. Und dann haben wir natürlich zwei Dinge hatten wir mit dem Auto, die wir vorher gar nicht kannten. Das eine waren leere Batterien und das andere waren die Reifenprobleme. Leere Batterien kannten die Kunden nicht. Mein 126, der steht 3 Monate und dann gehe ich ins Auto rein, sehe den Schlüssel rum, läuft er. Beim 140er, also Batterie angeklemmt, wohlgemerkt. Beim 140 bräuchte ich das gar nicht probieren. Nach 3 Monaten macht er nichts mehr. Der ist für 4 Wochen ausgelegt. Meiner schafft, wenn ich Glück habe, auch mal 6 Wochen, aber dann ist Feierabend. Mehr schafft er halt nicht. Und da gab es Autos, die waren nach 3 Wochen leer. Wenn sie dann halt eine etwas mäßige Batterie hatten, sind vielleicht davor ein bisschen Kurzstrecke gefahren, dann war das Auto nach 3 Wochen an der Grenze zum Anspringen. Das waren, wenn mir dann gesagt hat, ja, sorry, das Auto hat 50 Steuergeräte, das hat die Kunden überhaupt nicht interessiert. Und wir haben dort einen Shitstorm bekommen von der Kundschaft, der also wirklich massiv war und den man so überhaupt nicht, wie soll man sagen, den man auch gar nicht so erwartet hatte. Ja? Weil man hat gedacht, das ist ja alles nach Lastenheft. Im Lastenheft stand 4 Wochen, 99% der Autos schafften das. Wo ist das Problem? Ja, ganz einfach, dass die Kundenerwartung anders war. Und die Kunden haben uns halt regelmäßig mit dem Vorgänger konfrontiert und haben gesagt, den kann ich ewig stehen lassen, der hat nichts. Und Reifen war genau das Gleiche. Die Reifenhersteller mussten ja dann Load-Index mindestens 100 liefern, also schon ein relativ hohes Gewicht, 680 oder sowas, ja, pro Reifen. Also Load-Index 100 war die Minimalforderung und die haben gesagt, ja, dann machen wir halt 100er Reifen. Ja, das stand auf dem Label drauf, aber die konnten es nicht. Sie haben den 140 aus dem Band runtergefahren, Auto, Einfahrabteilung, ein paar Meter gefahren, Auto wunderbar, stand auf dem Abstellplatz. 2 Tage später haben sie das Auto vom Abstellplatz geholt und wollten es im Kundencenter ausliefern und schon auf dem Weg vom Abstellplatz zum Kundencenter Standplatten. So, dann haben sie natürlich den Kunden im Kundencenter sitzen, ja, und dürfen das Auto dann dem Kunden nicht geben, beziehungsweise sie geben es ihm doch und sagen dann, ja, irgendwie die Reifen sind nicht so toll, vielleicht gucken wir, dass wir ihnen da neu. Ein Mist, der Prozess ist so oder so, sie können da nur verlieren, ja. Dann hat man eine Reifentaskforce gemacht und ich kann mich entsinnen, die Pirellis und Co. Saßen dann Tag und Nacht in Sindelfingen, hatten einen eigenen Container. Die waren damit überfordert. Die haben gesagt, ja sorry, wir kennen das nicht. Alle anderen funktionieren doch auch. Warum funktioniert jetzt euer blödes Auto nicht? Und dann hat man erstmal nachgewogen. Da hat man gesehen, in der Anfangsphase hatten wir viele V12. Das ist immer so, ne? Die Early Adapter sind oft dann die großen Fahrzeuge. Und später wird es dann etwas ausgedünnt von der Motorisierung. Und da hatten wir viele V12, die hatten 2,2, 2,3 Tonnen. Das sind dann Radlasten, können Sie sich ausrechnen, das ist dann schon einiges und das ist dann Leergewicht. Ja. Und wenn die dann, ich sage mal, ein bisschen flott gefahren wurden und man hat die dann hingestellt, warm und haben sie in der Nacht stehen lassen. Also Standplatten war ein Riesending, da haben wir auch, ich weiß nicht, ich kann das nur schätzen, aber da werden tausende Reifen getauscht worden sein. Wahnsinn. Und da hat man auch gar nicht lang rumgemacht mit Heißmachen und sonst irgendwie, die haben wir alle weggeschmissen. Alles raus. Stell sich das mal vor. Ja. Und heute Lastindex von 105 ist ja fast bei Golf schon der Fall. Ne? Das ist ja bei jedem Elektroauto. Ne? Michelin hat es angeboten, auch für Rolls-Royce und so weiter. Die wollten aber dann nicht Serienpreise, die wollten dann, ich sag mal, Manufakturpreise haben. Und das hat man dann gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ja, klar, das ist ja immer noch nur eine S-Klasse. Ja, und dann, die haben das natürlich alle in den Griff bekommen. Wie Sie richtig sagen, heute ist ja 105 Standard bei den SUVs. Ja. Aber eben, wenn Sie 35 Jahre zurückgehen, war das halt leider ganz anders. Das ist wirklich, also wie sich die Welt seitdem weitergedreht hat. Ich will auch gar nicht da jetzt immer drauf rumreiten, aber wie schwer heute normale Autos sind, das ist unvorstellbar. Ne? Eine B-Klasse Hybrid wiegt 1,8 Tonnen fast. 1,75, glaube ich. Das ist Wahnsinn, ne? Da sind wir beim 126er. Ja, locker.
locker. Also der Sechszylinder liegt ja so bei 280S oder auch 260 SE, jeweils mit Schaltgetriebe, beide so 1560 ungefähr, ohne SAs. Jetzt muss man natürlich gedanklich 75 Kilo dazu packen, weil heute der Fahrer mit dabei ist, da sind wir bei 1635. 5 Kilo noch fürs Bordwerkzeug sind wir bei 1640. Aber welches Oberklasse-Fahrzeug mit 1640 im Grundtyp gibt es heute? Das können Sie vergessen. Aber der hatte eben auch keinen Airbag, schon gar keinen Beifahrer-Airbag und schon gar keinen Seiten-Airbag. Ja. Mein Fiat 500, den wir für die Stadt haben, hat, glaube ich, 9 Airbags. Ja, keine Frage. Ne? Natürlich ist auch da die Zeit so weitergegangen. Ne? Da ist einfach eine irrsinnige Entwicklung. Und gemessen an dem sind die Autos heute eigentlich nicht so schwer und vor allem brauchen sie auch nicht so viel. Aber die könnten natürlich noch ganz andere Werte kriegen, wenn die so 800 Kilo wiegen würden, wie so ein Golf 1 seinerzeit. Und man hätte dann die Technik von heute drin. Ja, das wären Verbrauchswerte, da würde mancher staunen, ja, was da rauskommen würde. Das glaube ich, da wäre was los. Und mit der Aerodynamik vielleicht teilweise von heute. Ne? Das absolut. Wäre auch gut. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, der W126 ist eigentlich bis zum Schluss verbessert worden und wenn ich mir jetzt überlege, ich suche einen gebrauchten 126er, würden Sie dann sagen, nach dem letzten Baujahr zu suchen oder gab es da eine Hochphase, wo Sie sagen, da waren eigentlich die besten Autos, die gebaut wurden? Also ich denke, dass der 126 zu den Autos gehört, die platt gesagt jedes Jahr besser geworden sind. Wenn Sie es von der Ausstattung angucken, die Preislisten kennen Sie alle, die einschlägigen Seiten, denke ich, kennen die meisten hier auf der Webseite, können Sie alle nachschauen und so weiter. Da sieht man das schon, die aus den 70ern und 80ern sind alle im Internet verfügbar. Man sieht dann, dass man in mehreren Stufen die Ausstattung, die Serienausstattung, Verzeihung, drastisch erhöht hat. Bei meinem waren dann zum Beispiel auch Shift-Lock, elektrische Fensterheber, vierfach, hintere Kopfstützen, Zentralverriegelung, alles Serie, hätten sie vor 2 Jahren davor alles noch Extras bezahlen müssen. Ne? Trotzdem hat er aber damals immerhin 94.000 Mark gekostet. Jetzt sagt man heute 47.000 Euro, ist ja drollig. Man muss aber die Inflation bedenken und 47.000 Euro oder 94.000 Mark war damals eine Menge Geld. Kann man mal die Häuserpreise dagegen stellen, dann weiß man, ist man auch damals schon fast mit einem Einfamilienhaus rumgefahren. Ne? Ganz genau so ist es, ja. Und ja, die Inflation hat eben hier auch brutal zugeschlagen bei dem Automobil und ein großer Sprung war, wie wir schon gesagt haben, eben auch 126, 140. Was würden Sie denn beim 140er sagen? Gab es da so einen Bogen? Also anscheinend die ersten, da gab es vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten, aber würden Sie auch sagen, dass der bis zum Schluss immer besser geworden ist oder war es irgendwann mal so, dass man gesagt hat, so jetzt passt, jetzt sollen die Leute mal den Nachfolger bestellen? Ja, der 140 ist halt insofern besonders, weil wir hatten es ja eingangs schon davon, man hat natürlich kostenmäßig übers Ziel rausgeschossen. Und dadurch stand das Auto natürlich in der laufenden Serie unter einem großen Kostendruck. Das muss man einfach sagen. Und ich hatte es ja schon angeführt, jetzt für unsere Zuhörer hier, nehmen Sie jetzt die Türbeläge, die Werkzeuge sind fertig, da haben Sie Schäumwerkzeuge, da haben Sie Kaschierwerkzeuge für so einen Türbelag, nur mal als Beispiel. Das heißt, um da günstiger zu werden, müssen Sie ja immer dagegen rechnen, dass Sie, wenn Sie was anders machen, brauchen Sie ein weiteres Werkzeug. Wenn Sie diesen betonmäßigen Türgriff jetzt einen billigeren machen, dann haben Sie das Werkzeug zumindest schon bezahlt. Den Schaum, den Strom und die Maschinenumlage nicht. Aber wenn Sie dann wirklich Geld sparen wollen, müssen Sie es deutlich machen. Und das ist natürlich das Kernproblem. Oder Sie lassen etwas weg, was zum Beispiel vorher da war. Deswegen hat man auch zeitlebens nicht nur bei Mercedes dann immer irgendwelche Zierleisten etc. weggelassen und hat gesagt, die sparen wir uns oder auch Ausstattungen verfeinert. Denken Sie an das Thema, war auch so ein Punkt, ne, die beheizten Scheibenwaschanlagen, die dann lange Zeit Serie waren und die man dann wieder in die SA genommen hat. Das ist zwar, der Preis ist dann nominal gleich geblieben, aber 80% der Kunden haben dann gesagt, na, das bestelle ich es halt dazu, dass ich es wieder habe. Die Verkäufer waren natürlich trainiert und haben das quasi selber schon eingetragen, ne? Scheibenwaschanlage beheizt. Kunden waren das von ihrem Vorfahrzeug gewöhnt. Und so, ich sag mal, kann man natürlich auch klammheimlich Kosten sparen, weil zählen tut halt immer dann der Ecktyp, ja. Und die Sonderausstattung per se, die muss ihr bei ihr Geld selber verdienen. Und wenn sie dann halt für so eine Sonderausstattung diese Heizung dann 400 Mark gezahlt haben, dann war das Geld quasi abgedeckt. Und der 140 zu Ihrer Frage konkret, da war es einfach anders als bei den allermeisten anderen. Da hat man einfach ein permanentes Problem gehabt, dass man nicht die Stückzahlen hatte und dass die Stückkosten, einmal durch die Menge, aber eben auch durch das bereits erwähnte Reifegradthema am Anfang, das Auto nie da war, wo es eigentlich hätte sein sollen. Und man hat eigentlich an dem Auto viel versucht, eben rauszusparen. Das ist durch mehrere Kostenklausuren gelaufen. Man hat damals an dem Auto wirklich exerziert zu machen, was geht.
ohne dass es jetzt dem Kunden direkt auffällt. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann, wobei es gab auch Dinge, die dann aufgefallen waren. Man hat ja selbst diesen verchromten Griff, der hinten am Heckdeckel rausfährt, den hat man ja zeitlang mal dann den Chrom weggelassen. Das ist ja ein verchromter Kunststoff. Und ich meine, das wäre eine Mark 70 oder sowas gewesen. Also ich kann mich noch an die Maßnahme entsinnen, wo die beschlossen wurde. Und ich habe dann auch nur gedacht, ja klar, jetzt kann man das alles rechnen, eine Mark 70, wenn man dann 100.000 Autos macht, dann sind es auch 170.000 Mark, ohne dass irgendein Nachteil entsteht, weil technisch ist das ja egal. Ne? Und wenn das Auto steht auf dem Parkplatz, sehen Sie es ja auch nicht. Das war das Argument der Befürworter, die haben gesagt, hey, wann sieht denn der Kunde das? Der macht abends seinen Kofferraum geschwind auf, dann springt das Ding raus, er schmeißt seinen Koffer rein, macht zu und kein Mensch sieht diesen blöden Griff, wo wir denn teure Geld reinstecken mit Chrom. Es war aber dann ganz anders, man hat es entfallen lassen und dann gab es Kunden, die waren stinkesauer, die hatten das vom ersten gesehen oder vom Nachbarn, haben dann ihren bekommen und der war nicht verchromt und dann hat man es später wieder eingeführt. Also Sie merken an dem Beispiel, man hat dann schon natürlich auch versucht auszuloten, an diese Grenze ranzugehen und hat dann aber auch zurückgezuckt, wenn dann der Kunde gekommen ist und hat gesagt, ja, Bullenvogel, ja, wieso habt ihr das geändert? Das will ich nicht. Dann hat man es auch wieder zurückgenommen. Und ich habe gehört damals, als es dann wieder eingeführt wurde mit der Verchromung, man hat sogar einigen wenigen Kunden, die dann Plastik hatten, in Schwarz sogar den Verchromten eingebaut, weil die einfach stinkig waren. Ja, und, ja, stinkige Kunden sind immer schlecht, vor allem im obersten Immer schlecht, ja. Okay, verstehe. Aber ich meine, beim 126 ist man da ja natürlich auch aus dem Paradies gekommen als Mercedes, weil es waren ja, glaube ich, viel weniger Stückzahlen geplant und die Werkzeuge auf eine bestimmte Anzahl an gebauten Autos ausgelegt, aber es sind nachher viel mehr, glaube ich, rausgekommen. Ne? Also generell geht man bei solchen Autos meistens immer her und nimmt mal so als grobe Stückzahl 500.000. Auch bei Karosseriewerkzeugen und so. Natürlich Karosseriewerkzeuge kann man dann aufschweißen, kann man nacharbeiten. Also man kriegt dann schon mehr raus. Siehe 126, das geht dann irgendwann natürlich schon auch mehr. Aber 500.000 ist schon mal so eine erste Größenordnung für die teuren Werkzeuge. So muss man es vielleicht einschränkend sagen. Es gibt ja dann Werkzeuge für Sonderausstattung, die mit 2% laufen, da hat man natürlich nicht diese Stückzahlen im Kopf. Aber für das, was so bei mehr oder weniger beim Grundtyp dabei ist, kann man das schon sagen. Und die hat man natürlich mit 20% verfehlt beim 140 und beim 126, Sie haben es gesagt, da war es natürlich sehr viel mehr. Und alleine schon diese Werkzeugumlage, die dann quasi ab 500.000, wenn Sie so wollen, quasi kalkulatorisch ein Stück weit wegfällt, ja, das bringt natürlich Rendite. Und wenn Sie das natürlich dann schaffen, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass das Design so zeitlos ist, dass Sie das Fahrzeug auch nach Jahren noch aktuell halten können, vielleicht mit ein paar modifizierten Farben, schönen Rädern. Denken Sie an das Gullideckelrad, hat das Auto natürlich unheimlich jünger gemacht und vielleicht auch noch schöner gemacht als das klassische Rad von Fuchs. Das war einfach ein Maßnahmenpaket, was super war, was man aber in der Zeit machen konnte. Und bis dann der E32 kam. Und dann hat man in den 126 auch das Geld reinstecken müssen. Und ich bin mir sicher, dann war es mit der ganz, ganz tollen Rendite vorbei. Da hat man dann halt auch gesagt, naja gut, das müssen wir jetzt aushalten. Wir haben ja bald den neuen und der ist ja dann super und der ist ja dann größer und er hat dann nicht 300 PS, sondern 300 kW. Und, ja. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Den kennen wir. Und den kennen wir natürlich auch bei einem Auto, wo mir immer das Herz blutet, weil das natürlich so die Autos sind, nach denen ich jetzt eigentlich immer suche. Das sind diese um die, sagen wir mal, 2000er gebauten Autos. Das ist ja eigentlich, wo man sagt, 7er BMW gefällt mir optisch auch nicht. Und dann der W220, der Nachfolger nach dem 140er, wo man gesagt hat, jetzt machen wir alles moderner. Ich hatte ja jüngst auch Frank Knote zu Gast. Das ist ja auch so ein bisschen sein Baby gewesen. Also ja, man musste moderner werden, aber man musste natürlich auch ganz, ganz viel Geld sparen und vor allem leichter werden und da musste die Fehler vom 140er vermeiden. Also diese Opulenz musste wieder so ein bisschen zurückgenommen werden. Da waren Sie ja auch noch, also mittendrin quasi im Tagesgeschäft. Wie haben Sie das denn hautnah erlebt? Ja, gut, also Sie haben ja Frank Knote angesprochen, habe mich sehr gefreut, by the way, dass er auch hier war und so weiter. Ein wirklich ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit, wenn ich das an der Stelle so sagen darf. Der 220 ist ja ein Auto, er hat es ja hier auch angesprochen gehabt, dass sich unsere Organisation geändert hat in diese Baureihenorganisation in der Entwicklung. Und er war ja aus der Versuchswelt herauskommend. Und ich glaube, wenn man die beiden Autos fährt, 140 und 220, es kam auch between the lines in seinen Ausführungen aus meiner Sicht sehr schön rüber. Das eine ist ein Fahrauto und das andere ist eins, das ist für die
Ich war ja die meiste Zeit meines Lebens eher in der Qualitätsfraktion und der 140 ist dann eher ein Auto für die Qualitätsfraktion. Also wenn man einfach mal die Türen zumacht, das ist halt schon ein Unterschied. Das kann man nicht wegdiskutieren. Der 140 ist natürlich sehr viel schwerer, aber vom Fahren her und deswegen Stichwort Versuch, vom Fahren her ist der 220 natürlich das bessere Auto. Also wenn Sie da einen ISO-Wedeltest fahren oder auch wenn Sie auf der Nordschleife fahren würden, selbst wenn Sie einen 140 mit ADS und 18 Zoll Rädern, das größte, was damals gab, wenn Sie das nehmen, das ist einfach nicht vergleichbar. Aber das ist nicht das Auto zum Rasen gewesen und der 220 hatte einfach einen ganz, ganz anderen Fokus. Man hat ganz klar gesehen, wenn wir die Prioritäten und das Setup so machen wie beim 140, fehlen uns A zum Stück weit die Kunden und B, kommen wir da in eine Sackgasse rein. Wir kommen verbrauchstechnisch in eine Sackgasse rein. Und ich glaube, man kann auch sagen, Ende der 90er war dieses Schwere, vielleicht auch das 126-mäßig sehr solide, das war ein bisschen aus der Mode gekommen und man wollte es eher so ein bisschen feiner, ein bisschen sophisticated. Man hat dann auch im Kombi diese Durchlichttechnik gehabt und so weiter. Man hat dann den Schlüssel umgedreht und da war das Kombi schwarz. Ich weiß noch genau, das erste Mal gesehen im Vorserienauto, das muss dann so 97 gewesen sein. Ich gedacht, das ist ja mal ganz abgefahren. Das kannte man vom 140 nicht. Heute ist es ja, klar, heute ist das natürlich Langeweile, ja, aber damals war das anders und beim 220 hat man tatsächlich versucht, ein fahrdynamisch moderneres, besseres Auto zu machen, aber die Vorderachse ist ganz klar überlegen. Die Raummängde der Hinterachse haben sie zwar beide, aber die Vorderachse ist fahrdynamisch eindeutig im Vorteil. Und deswegen ist das Auto im Setup einfach anders. Das ist wahrscheinlich einer der sportlichsten, der dynamischsten S-Klassen, wenn man so will, in ihrer jeweiligen Zeit. Der 140 war ja auch im Vergleich zum direkten Wettbewerb, das war kein Kurvenräuber. Ja. Man kann mit dem Auto schnell auf der Autobahn fahren, das geht. Also wenn Sie mit dem größeren Motor unterwegs sind und Sie sagen, also ich würde mir vorstellen, Tempolimits mal ausgeklammert 200 Schnitt zu fahren über 500 Kilometer, das geht mit dem Auto. Das machen Sie mit dem 911 sehr ungern, weil erstens mal ist der Tank schnell leer und zweitens mal ist es auch sehr anstrengend. Also da ist das Auto hervorragend, da ist es in seinem Element und das ist auch das, was man wollte mit dem Auto. Dass man wirklich dieses Cocooning war damals schon durchaus ein Thema, dass man schon sieht, hier kommt der Chef, der ist abgeschirmt, dieses fast panzermäßige, diese sehr glatten, geraden Flächen wirken natürlich alle so ein bisschen monumental und das wollte man beim 140 haben und beim 220 wollte man es nicht haben. Insofern glaube ich, hat auch da der Bruno Sacco seinen Auftrag perfekt umgesetzt. 140 war die Ansage Kathedrale auf Rädern. Mit allem, was dazugehört, ja, dicke Materialien und so weiter, schwere Sitze, auch bei den Sitzen. Ich meine, das ist ja, wenn Sie den Sitz vom 140 angucken, hat er dann später im Phaeton ein zweites Leben bekommen. Aber 1991, ich sehe mich noch genau, das erste Mal in so einem Auto, neben so einem Auto stehen, da an der Tür spielen, an dem Sitzverstellschalter und dann die Neigungen, ja, und dann die Sitztiefe, wie dann und hinten fährt. Ich habe echt gedacht, ich bin jetzt im falschen Film. Ja. Also das konnte man sich jetzt zumindest bei Mercedes überhaupt nicht vorstellen. Auch das ist natürlich dann später alles übernommen worden. Aber solche Dinge, das war typisch 140 und 220 war ein Auto, wo man dann auch über die Luftfedern natürlich andere Wege gegangen ist. Beim 140 hat ja einen Wahnsinns-Fahrschemel da drin, der absorbiert ja wirklich alles, was im Vorderwagen kommt. Also vom Vorbau her ist der 140 diesbezüglich schon sehr, sehr gut. Aber der 220 ist das modernere Auto. Wenn man natürlich das Thema Korrosion dann anguckt, das ist natürlich unschön. Da war das Auto ja nicht wirklich so richtig lecker. Aber es war ja nicht das einzige Auto, was in der Phase ja etwas unter der braunen Pest litt. Ne? Ja, leider. Ne? Da war da irgendwie ein tiefgreifender Fehler. Ja. Ich finde, da reden wir auch wahrscheinlich bei der E-Klasse nochmal drüber, wenn wir das uns mal vornehmen, und das haben Sie auch hautnah erlebt, da musste auch viel ausgetauscht werden und viel nachgearbeitet werden. Ja, wie sehen Sie so die Nachfolger der S-Klasse? Also jetzt kommen wir natürlich zu Modellen, wo Sie vielleicht, glaube ich, nicht mehr ganz so intensiv dabei waren, und das sind da vielleicht auch wieder neue Autos, die nicht ganz so das alte Schule-Thema sind, aber 221, 222 ist natürlich immer digitaler geworden, und da sind wir dann ja auf einmal schon wirklich sehr an der Neuzeit angekommen. Ne?
Ja, der Frank Note hat ja den 221 noch gemacht, ja, und von daher würde ich sagen, ist der 221, was das Fahren anbelangt, schon auch noch ein sehr, 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 sehr gutes Auto. Der fährt sich aus meiner Sicht ganz hervorragend. Ist ein Auto, was im Design jetzt ein bisschen polarisiert. Ja, das ist jetzt, ich persönlich mag diesen Entenbürzel da hinten gar nicht. Also mir hat er vom Design her, ist einer der wenigen Mercedes, den mir nie gefallen hat, vom Anfang bis Ende nicht. Vor allem die erste Serie vor dem Facelift finde ich jetzt persönlich designmäßig, ich möchte es ausdrücklich sagen, designmäßig, Exterieur ist es nicht mein Favorite, muss ich ganz klar sagen. Das Auto fährt aber sehr schön, er ist im Interieur sehr, sehr wertig gemacht. Da hat man jetzt dann beim 220 natürlich auch diese Kundenrückmeldungen gehabt, dass die Kunden da überhaupt nicht amused waren über das, was man im 220 innen gemacht hat. Und da hat man ja im 221 dann auch richtig einen Schritt nach vorne gemacht. Also ich kann mich entsinnen, auch noch in der Vorserie, bevor die Autos dann auf den Markt kamen, also das war, wenn man da die Autos gefahren hat im direkten Vergleich 220, 221, das war schon, also da saß man drin und hat gesagt, boah, das ist jetzt wieder wie 140. Nur das äußere Design, das muss einem halt gefallen, aber das ist etwas, auch das muss man sich ja immer in der jeweiligen Zeit vergegenwärtigen. Wenn man sich heute die Flosse anguckt, W111, da sagt man, wie kann man denn da solche Haifischflossen da hinten dran machen? Ja, in den 50ern war das war halt der letzte Schrei. Selbst Borgward hat es ja am Coupé angeboten, optional am Isabella Coupé. Konnte man ja mit und ohne Heckflossen bekommen, weil es eben dann einfach eine Kundschaft dafür gab, die auf dieses tierähnliche Design da abgefahren sind. Und so hat, glaube ich, jede Zeit auch ihre Design-Schwerpunkte. Und das passte der 221 dann, glaube ich, schon ganz gut rein. 222, da habe ich ja im Anlauf sehr tief drin gesteckt. Ein Auto, was natürlich wieder ganz andere Schwerpunkte hatte. Innen drin, also da hat sich der Gordon Wagoner auch wirklich richtig, ich sage mal, reingehängt, würde ich mal sagen. Und sein Team, das Interieur, glaube ich, ist schon sehr, 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 sehr geschmackvoll gemacht. In dem Auto ist es sehr, sehr schön anzugucken. Es ist sehr ruhig, auch vom Außendesign. Das Exterieur gefällt mir auch recht gut. Es ist ein ruhiges Design. Es ist nicht sehr, wie soll man sagen, nicht sehr laut im Auftritt. Das Auto fährt sehr, sehr schön. Der 222 ist ein klasse Auto. Und trotzdem muss man dann sagen, 223 habe ich ja nur als Prototyp noch gefahren, also mit ein bisschen Tarnung dabei. Aber insbesondere der V12, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Also wenn Sie den fahren, das ist nochmal, also man denkt ja, wenn man den 222 fährt, leiser geht nicht mehr. Das ist ja noch leiser als der W240, der Maybach, also etwas leiser noch als der Maybach. Und man denkt eigentlich, das kann man nicht mehr unterbieten. Doch, man kann. Und 223 ist nochmal leiser. Und das ist schon unglaublich. Also von daher, glaube ich, abschließend kann man schon sagen, wenn man jetzt mal die S-Reihe nimmt, ja, natürlich, und das muss auch so sein, jedes Fahrzeug fährt einfach natürlich am Ende schon besser als der Vorgänger und das kann man wirklich bis in die Annalen, auch wahrscheinlich vor Krieg noch zurückgehen, schon sagen, aber trotzdem ist eigentlich jede Baureihe erkennbar mit einem anderen Schwerpunkt. Also das ist schon so ein bisschen so, dass man an den Fahrzeugen auch erkennt, was en vogue war. Nehmen Sie den 116er, ist jetzt für Sie schon ein bisschen ein altes Auto. Ja, 72 bis 80 gebaut. Genau. Aber also ganz ehrlich, wer die 70er erlebt hat, der ein oder andere wird verstehen, was ich meine. Das Auto war ein Statement. Und auf der Autobahn, ich bin ja selber in den 70ern schon gefahren, aber wenn ein 116er kam, ich fuhr Audi 100 mit 100 PS ganz schnell nach rechts. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Absolut, ja. Da kam mit diesen Doppelstoßstangen und so, ne? Das war eine absolute Institution. Das Ding war, wer das fuhr, der vor allem mit 8-Zylinder-Motor, der hat es geschafft. Der hat es auch ganz klar nach außen dokumentiert. Ich habe es geschafft. Du auch? Fragezeichen? Ja, absolut. Da gab es übrigens damals, ich komme ja aus Bad Segeberg in Norddeutschland und da gibt es das Landesturnier. Da gibt es einen Landesturnierplatz und Reitplatz. Und es war damals ganz klar, der Reiter oder der Landwirt fährt Mercedes. 123er war immer gesetzt, 200D, der zusammen mit dem Traktor zusammen getankt wurde. Und beim Landesturnier waren natürlich einmal, sagen wir mal, die Bauern aus der Umgebung, die auch geritten sind oder wo die Kinder geritten sind, die hatten immer 123er vom Ding. Und dann gab es natürlich die Menschen, die
auch bei Olympia vielleicht mitgeritten sind und die hatten immer einen 116er als Zugfahrzeug. Das war immer toll. So, und dann hatten wir auf dem gleichen Platz einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Jahrmarkt und dann kam diese Buchhalter 116er mit diesen Jahrmarktsbudenbesitzern, die hatten dann die etwas unseriöseren Ausstattung mit ein bisschen mehr Radlaufchrom. Ja, das stimmt. Zigeunergold hat man ja. Oder hat man gesagt, darf man heute nicht mehr sagen, aber hat man damals gesagt. Hat man damals gesagt. Nein, aber das war so, aber ich finde diesen 116, man hat ja schon damals sehr genau den Unterschied gemerkt zwischen den Besitzern, finde ich so. Ja. Und ich habe gerade wieder einen fahren sehen die Tage mit dem größten Motor, dem 6,9 Liter, das ist irgendwie toll, ne? Das ist wirklich eine Erscheinung auch heute noch. Absolut. Das Auto ist also vom Design her, also das ist wirklich S-Klasse pur. Und ich meine, das ist ja auch wirklich ein krasser Schnitt gewesen. Ne? Der 109 von Paul Bracq ist ja also ich habe ja viele Jahre, 25 Jahre 108, also so tolles Auto. Ich mag dieses Design nach wie vor. Das ist so richtig noch 60s, Entschuldigung. Ja. Als Auto ist super, aber dann dieser Kontrast, der 116er, das ist einfach, der lässt den dann einfach richtig alt aussehen, ja, und auch richtig filigran, richtig zierlich fast schon, ja, obwohl das gar kein so großer Unterschied ist, aber ein wahnsinniger Meilenstein für das Haus W116, ein tolles Auto und ich sag mal, abschließend kann man vielleicht sagen, ich glaube, die haben es, egal ob es jetzt noch in den 50er, in den 60er, in den 70er, 80er, 90er war, die 2000er, sicherlich gilt das grundsätzlich auch. Ich glaube schon, die haben sich viel in den Kopf gemacht. Alle Beteiligten im Projekt haben sich in den Kopf gemacht, welches Auto brauchen wir, was muss das Auto darstellen, was muss es leisten, was muss es können. Es geht dann in so ein Lastenheft natürlich alles ein. Und ich glaube, wenn man es so heute retrospektiv sieht, haben wir das in aller Regel auch schon ganz, ganz gut umgesetzt bekommen. Denn an sich, letztendlich haben sich alle Autos gut verkauft, mit einer Ausnahme 140 in Deutschland. Das ist sicherlich in der Reihe die Ausnahme, im Ausland nicht. Ich staune immer wieder, wenn ich für meine Teile suche, ich bin ständig auf russischen Seiten, da gibt es alles, ja. Da sind die alle hingegangen, weil man kann sich durch diesen Vorderbau, man kann sich den Weg noch freirammen, habe ich mal gehört. Genau. Geht danach nicht mehr. Genau. Aber das bin mal mit dem 140 früh unterwegs gewesen mit meiner Frau und dann fuhr vor uns auf der Autobahn, rechts fuhr der LKW, ich bin vielleicht 140 gefahren, ich kann nicht allzu schnell, und dann fuhr dahinter, also was gab es damals noch, ein Fiat 500, aber kein moderner logischerweise, sondern der alte, und der zog dann raus und wollte ganz stolz mit 95 den 85 fahrenden LKW überholen. Es war dann einfach, und ich musste es dann sagen, und meine Frau sagte, stimmt, dann sage ich, man hat jetzt den Eindruck, man kann jetzt das Gas stehen lassen und man schubst den einfach und dann ist der weg, oder? Und hilft ihm ein bisschen. Man hilft ihm am LKW vorbei. Eine Beule in der Stoßstange hat. Das war dieser rein psychologische Effekt. Und sie sagt, stimmt, genauso ging es mir gerade auch. Und das ist schwer rational zu fassen, ist natürlich technisch unsinnig, war selbstverständlich, wäre das überhaupt nie gegangen, auch von den Beschädigungen nicht. Aber es geht ja um das Gefühl, was so ein Fahrzeug induziert. Und das war an der Ecke wirklich extrem. Das ist wirklich, die eingebaute Vorfahrt spürt man bei dem am meisten. Ja, man hat das Gefühl, man fährt eine gepanzerte Limousine. Da kann ich übrigens ein Video ankündigen. Ich bin mit dem Ecki Seber im Museum, Mercedes-Museum gewesen. Da kommt auch bald ein Video. Und da haben wir nochmal den alten 140er gepanzert von Helmut Kohl rausgezogen. Und der Ecki Seber war der langjährige Fahrer von Helmut Kohl. Und auch den W126 gepanzert. Den hat Mercedes noch im Museumsdepot stehen. Und wir sind um beide nochmal rumgelaufen. Ich hatte schon mal ein Video, da war aber der Ecki Seber nicht dabei. Also das kommt demnächst. Aber da ist mir auch aufgefallen, der 126er in der gepanzerten Version wirkt ein bisschen ungewöhnlicher als der 140er. Der 140er, da ist man die schweren Türen gewohnt, obwohl die natürlich nochmal ungleich schwerer sind, aber man hat schon von der Massivität her, hat man schon eigentlich das Basisauto so vor Augen. Beim 126er, der wirkt doch nochmal leichter, ne? Ja, und der 140 hat ja auch nochmal unfreiwillig dann eine günstigere eine Bekanntheit erreicht als Sonderschutz als der 126. Im 126 ist ja Herrhausen verstorben, wobei, ich glaube, nach meinem Stand, glaube ich, nicht gepanzert. Aber der Shevardnadze hat ja damals diesen Panzerfaustangriff überlebt. Das Auto habe ich selber mal gesehen in Sindelfingen. Da war ja diese Panzerfaust, die hat ja vorne den Motor getroffen, war natürlich auch ein bisschen Dusel, ja. Und diese Panzerfaust, die war regelrecht in den Block da reingeschweißt. Also es war eine beeindruckende
beeindruckendes Bild. Aber trotzdem, man hat natürlich dann mit dem Auto, konnte man natürlich schon sagen, ja, so, oder wurde kolportiert aus verschiedensten Kreisen, ja, kann man sogar mit einer Panzerfaust dagegen fahren. Und der Shevardnadze war damals auf jeden Fall auch sehr, sehr froh, dass er dieses Attentat damals überlebt hat. Anderer Ausgang als seinerzeit bei Lady Di, aber ich sage immer, wer im Auto nicht angeschnallt ist, der muss auch im 140 mit allem rechnen. Mit allem rechnen. Und bei Herrhausen, glaube ich, war damals das Problem, ja, war nicht die beste Werbung für Mercedes, aber ich glaube, er hatte das Fenster halb runtergefahren. Und dann ist natürlich eine Explosion schwer zu überleben, ne? Ja. Wenn das genau daneben stattfindet. Aber ich weiß nicht, ob das mit anderen Fensterstellungen anders gewesen wäre. Ja. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe das Wrackbild noch im Auto, also noch im Kopf, wollte ich sagen. Das ist schon heftig gewesen. Und es ist natürlich auch so, Sonderschutz, ich sag mal, wir reden ja bei Mercedes da üblicherweise von der Beschussklasse B6. Das ist schon ordentlich, ja, aber das sind jetzt keine Kriegsgeschosse. Das muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Also wenn dann Leute da erzählen, ja, also beispielsweise jetzt so eine Panzerfaust kann überhaupt nichts anhaben, das stimmt einfach nicht. Das ist so sachlich unrichtig. Das war beim Shevardnadze Dusel, aber ich habe Ihnen ja gesagt, das Ding kam von rechts, das Geschoss, und ist ungefähr so 40 Zentimeter vor der Windschutzscheibe ist das eingeschlagen durch den rechten Kotflügel durch. Ja, und das hat er geschafft, aber er hätte es, wenn es ganz dumm gelaufen wäre, hätte er es nicht geschafft. Aber eins ist auch interessant gewesen dann bei der Begutachtung von dem Fahrzeug. Dadurch, dass der 140 innen so sehr breit war, hat man natürlich auch gesagt, guck mal, wo das Geschoss ist. Ja? Das Geschoss war ja nicht mal in der Mitte, ja? Und da, wo der Motor saß. Der saß also auf der rechten Bank, saß dieses Geschoss drauf. Also man hat dann auch philosophiert, wäre das Geschoss tatsächlich in den Innenraum, wäre es wahrscheinlich gekommen. Die Explosion wäre sicherlich auch schwerwiegend gewesen, aber wäre sie tödlich gewesen? Das ist natürlich alles heute jetzt, sagen wir mal, Glaskugel lesen, aber man hat auf jeden Fall vom 126 zum 140 auch die Beschussqualität oder die Beschussgüte ordentlich nach oben gepusht. Also das war in Sindelfingen schon auch eine Aufgabe, das Auto deutlich beschusssicherer zu machen. Auch wenn die Abnahme natürlich immer durch die Behörden erfolgt. Das war damals beim einen wie beim anderen, aber die Technik geht einfach weiter. Und Sie haben es richtig gesagt, beim 126 fallen halt die dicken Gläser, fallen einfach gravierender auf, weil die 140-Scheibe ist schon dick. Die Seitenscheibe meine ich jetzt, da fällt es dann in der Tat nicht so auf, das stimmt. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ja, und Helmut Kohl ist, glaube ich, immer gut gefahren mit dem Auto. Also man hat immer den Eindruck gehabt, das Auto passt. Ich kann mich an die Frühphase in den 80ern mit Helmut Kohl als Bundeskanzler erinnern. Da saß er im 126, da saß dann manchmal auch der Genscher vorne und er saß hinten. Irgendwie hat er mit seiner Größe da nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so ganz reingepasst. Ja, das stimmt. Und 140, das passte irgendwie, ne? Ja, er war ja nicht nur dick, sage ich mal, oder korpulent. Er war auch groß, er war ja riesig. Er war ja richtig groß. Mit der ja neben manchem seiner Kollegen stand, das war ja schon fast schon Paten-Patachon, kann man so sagen. Ja. Also das war schon... Er hat sie auch damals noch so behandeln können, wie Pat und Patachon eigentlich. Ja, der war irgendwie eine andere Zeit. Aber der 140er, finde ich, irgendwie hat er jetzt im Nachhinein rückblickend doch auch gut in die Zeit gepasst. Und das sind faszinierende Autos und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein ganz, ganz toller Ausblick. Unsere Zeit ist um und ich hoffe, wir machen das nochmal wieder. Wir können das gerne wieder machen. E-Klasse oder für andere Autos. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Davon gehe ich ganz fest aus. Nach den Feedbacks, die ich bekommen habe, schon damals auf dem Podcast mit Ihnen. Und natürlich verlinke ich da auch nochmal. Also wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann empfehle ich euch dringend den Podcast oder die beiden Podcasts mit Bernhard Wippern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke auch nochmal auf die beiden Seiten von Marc Christiansen. Das ist einmal 5,6 oder 3,0. Wir müssen noch mal gucken genau. Und und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Herr Wippern, mir bleibt vielen Dank zu sagen und dann bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und wenn wir uns tatsächlich nächstes Mal wieder sehen, hier im Raum Stuttgart, dann fahren wir zusammen 140. Das machen wir, da freue ich mich drauf. Ich hatte ja auch mal einen kurzzeitig, der war nicht ganz so gut von der Substanz, aber dann fahren wir mal Ihren und dann weiß ich vor allem mal, wie die neu gefahren sind, ne? Weil ich glaube, Ihrer ist ganz frisch gemacht alles. Ja, klar, das gehört dazu, weil alte Autos, die dann fahren wie alte Autos, das mag ich nicht. Also das ist etwas, das finde ich dann auch bei dem einen oder anderen Test immer etwas deplatziert, wenn dann Autos getestet werden, dann nimmt man da eine Flosse mit, die 60 Jahre alt ist und 60 Jahre alte Federn drin hat und sagt dann, ja, der neigt sich ganz arg.
Natürlich neigt er sich viel mehr als ein heutiger, aber das ist ein bisschen hinkender Vergleich, wenn ich ein 60 Jahre altes, unrestauriertes Auto nehme. Und ich kann Ihnen sagen, bei allen, die ich habe, also dieses Thema Technik erneuern, das macht also schon wahnsinnig viel aus. Das ist enorm, was das ausmacht. Das kann ich auch nur jedem hier zurufen auf diesem Kanal. Also wenn ihr alte Autos habt, das ist was sich immer rentiert. Neue Stoßdämpfer, neue Federn, ich sag mal gesamte Achsaufhängung etc. Man glaubt nicht, was das ausmacht. Diese kleinen Gummis, ein bisschen ausgeschlagen. Man merkt das in der Exaktheit der Lenkung. Es ist unglaublich, muss ich auch sagen. Man denkt Absolut. immer so, ja, die paar Gummis da unten, das ist wurscht. Aber sowohl die Geräuschkulisse als auch die Fahrstabilität und die Genauigkeit, das ist ein Riesenunterschied. Das stimmt. Ja. So ist es. So, in diesem Sinne, Herr Wippern, wir gucken jetzt alle mal die Ersatzteilkataloge, was wir noch unserem Auto im Winter alles so zugedeihen können. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wenn nicht persönlich, dann hier demnächst wieder auf diesem kleinen Kanal. Vielen Gute Dank. Zeit und bis dann. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de